Bundeskanzler Scholz trifft sich heute in Istanbul zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Beraten wollen die beiden über Migration, den Krieg in Nahost und Sicherheitsthemen. Der Besuch könnte einen Wendepunkt markieren. Berlin sucht die Unterstützung Ankaras, um Abschiebungen leichter abwickeln zu können. Die Türkei wiederum hofft auf Bewegung beim angestrebten Kauf von Eurofighter-Kampfjets. Außerdem könnte der NATO-Partner mit Blick auf den Ukraine-Krieg hilfreich sein. Die Türkei, die hat nämlich gute Beziehungen zu Russland. Und den Besuch verfolgt für uns Carolina Drüten in Istanbul. Hallo Carolina, was steht denn heute für Bundeskanzler Scholz auf dem Plan? Ja, für Scholz ist sicherlich das wichtigste Thema Migration. Es sind ja tausende ausreisepflichtige türkische Staatsbürger in Deutschland, die die Bundesregierung gerne rückführen würde in die Türkei. Aber da gab es in der Vergangenheit Probleme, denn die türkische Seite hat wohl Ärger gemacht bei der Rücknahme, hat die verzögert, hat eben die Menschen nicht im großen Stil zurückgenommen. Jetzt hat Innenministerin Faeser kürzlich einen Durchbruch verkündet und gesagt, man habe sich geeinigt. Die türkische Regierung hat das dann ganz schnell wieder dementiert, aber es scheint doch einiges zu passieren hinter den Kulissen. Also da gibt es sicherlich Gesprächsbedarf zwischen dem türkischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler. Für die Türkei wiederum das wichtigste Thema werden wohl Rüstungsexporte sein aus Deutschland in die Türkei. Es wurde gerade schon angesprochen, Eurofighter würde die Türkei gerne kaufen, 40 Stück. Und weil Deutschland an der Produktion beteiligt ist, braucht es eben auch das Ja aus Berlin. Jetzt gibt es Bedenken, dass die Türkei diese Jets einsetzen könnte, zum Beispiel in Nordsyrien gegen kurdische Milizen oder in einem möglichen Konflikt, einer möglichen Auseinandersetzung mit Griechenland. Griechenland und die Türkei streiten sich ja um Gebiete in der östlichen Ägäis. Also auch da könnte es Probleme geben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist da auch da Bewegung reingekommen. Es gibt die News, dass technische Konsultationen begonnen haben zu dem Thema. Und man sieht es auch an den deutschen Rüstungsexporten in die Türkei. Die waren seit 2016 eher sporadisch und gering im Umfang. Und dieses Jahr sieht es so aus, als gäbe es da einen kräftigen Sprung und als würden viel, viel mehr Rüstungsgüter wieder in die Türkei geliefert und bewilligt werden. Also ja, eine Art Paradigmenwechsel. Und Carolina, du hast die zwei Aspekte eben schon angesprochen. Steht das Treffen Scholz mit Erdogan jetzt für einen Kurswechsel in der Migrations- und auch Sicherheitspolitik? Ich würde sagen, es steht auf jeden Fall für einen Kurswechsel in der Türkei-Politik. Denn als die Ampelkoalition angefangen hat zu regieren, da hat man die Türkei eigentlich eher als Störfaktor gesehen. Also da wurden sehr stark die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei kritisiert, Rechtsstaatlichkeit, Demokratieabbau. Das waren so die Themen, mit denen auch Wahlkampf gemacht worden ist vorher, vor allem bei den Grünen. Und deshalb wollte man eigentlich eine eher wertegeleitete Außenpolitik machen. Jetzt sind wir ein paar Jahre später in einer anderen geopolitischen Lage, Kriege in Europa, in der Ukraine und im Nahen Osten. Und offenbar gibt es jetzt eine Erkenntnis, dass man mit der Türkei doch lieber pragmatisch zusammenarbeiten möchte, also die Emotionalität aus der Debatte nehmen möchte und dann eben bei diesen wichtigen Themen wie Migration und Rüstung doch auch Ergebnisse erzielen möchte und dann eher eine Art Transaktionalismus, eine Hand wäscht die andere, vorantreibt, als jetzt eine Partnerschaft, die wirklich auf gemeinsamen Werten fundiert. Ja, und die Türkei-Politik ist ja auch wichtig für die NATO-Politik. Danke, Carolina Drüten, für deine Einschätzung.